Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und in diesem Video erkläre ich dir alles zum Thema BAföG-Antrag, also bleib dran und viel Spaß bei dem Video. Dein Studium steht an, du möchtest von zu Hause ausziehen oder bist sogar schon ausgezogen und fragst dich jetzt, was dieser ominöse BAföG-Antrag ist. Der BAföG-Antrag ist der Vorgang, mit dem du bei dem zuständigen Amt das BAföG beantragst. Um einen BAföG-Antrag kommst du, wenn du BAföG beziehen möchtest, also auf keinen Fall herum. Der BAföG-Antrag besteht aus 9 Formblättern. Es gibt einen Grundantrag, den jeder stellen muss und in dem man persönliche Informationen angibt, wie zum Beispiel das eigene Einkommen und Vermögen, die eigene Wohnsituation und sonstige persönliche Daten. Die anderen Formblätter beinhalten Abfragen zu dem Einkommen deiner Eltern, Informationen zu der Wohnungssituation und dem Einkommen deiner Geschwister, zu deinem Kind, wenn du eins hast, deiner Ausbildungsstätte, also der Schule, Universität oder Fachhochschule, einem eventuellen Auslandsaufenthalt oder Abfragen für den Fall, dass deine Eltern dir keinen Unterhalt zahlen wollen. Wie du jetzt schon eventuell merkst, sind in der Regel nicht alle Formblätter für jeden wichtig und notwendig. Zum Beispiel, weil nicht jeder selbst schon ein Kind hat. Wenn man BAföG online beantragt, besteht der Antrag am Ende auch aus diesen Formblättern, aber während des Erstellungsprozesses deines Antrags musst du dich nicht mit ihnen herumschlagen. Die Abfragen in unserer App zum Beispiel bauen sich nacheinander auf. So wirst du nur die für dich wichtigen Informationen abgefragt und musst nicht selber überlegen, welche Formblätter und Fragen überhaupt wichtig sind oder nicht und welche Fragen du eben vielleicht trotzdem beantworten musst, obwohl sie für dich erst einmal nicht relevant erscheinen. Wichtig für das Amt ist neben den einzelnen Antragsinformationen auch immer ein entsprechender Nachweis deiner Angaben. Ein Beispiel hierzu wäre eine Meldebescheinigung oder ein Mietvertrag, wenn du angibst, alleine bzw. nicht mehr bei deinen Eltern zu wohnen. Welche Nachweise du erbringen musst, steht, wenn du den Antrag in Papierform erstellst, am Rand und am Ende der Formblätter. Für manche Nachweise gibt es Vorlagen, die man verwenden kann. Zum Beispiel für den Nachweis, wo du studierst oder zur Schule gehst. Für andere Nachweise gibt es das nicht. Dann musst du zum Beispiel deinen Kontoauszug abgeben. Auch hier hilft dir unser Tool, denn wir erstellen dir eine personalisierte Checkliste ausgehend von deinen getätigten Angaben. Darin aufgelistet sind alle Nachweise, die du erbringen musst, und wir geben dir Beispiele an die Hand, wie du das am besten tun kannst, also was als Nachweis dienen kann. Nach der Angabe aller Informationen und dem Zusammensuchen deiner Nachweise schickst du den Antrag zum Amt. Das Amt bearbeitet den Antrag und schickt dir dann einen Bescheid mit der individuellen Förderungssumme zu. Ab dann bzw. ab dem Beginn des Bewilligungszeitraums erhältst du dann Geld, also dein BAföG. Es ist wichtig und auch besser für dich, wenn du schon von vornherein versuchst, einen vollständigen Antrag, nämlich mit allen für deine Situation wichtigen Formblättern und Nachweisen zum Amt zu schicken. Denn erst, wenn der Antrag vollständig beim Amt vorliegt, kann es diesen bearbeiten und dir einen Bescheid zu senden und letztendlich die Förderung überweisen. Hoffentlich ist dir jetzt einiges klarer geworden rund um den BAföG-Antrag. Besuche uns auch gerne auf meinbafög.de und nutze unsere App zur Antragserstellung. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Auf meinbafög.de findest du neben der App auch viele weitere hilfreiche Beiträge und auch einen BAföG-Rechner, mit dessen Hilfe du natürlich ganz kostenlos deine Förderung berechnen kannst. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und viel Erfolg bei deinem BAföG-Antrag.